I'll start with a Sanskrit verse and then I'll translate into English, which Andrea can then translate into German. Ich möchte mit einem Sanskrit-Vers beginnen, das ich zuerst vorlesen werde und dann auf Englisch übersetzen werde und dann kann es übersetzt werden. Om asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityurma amritam gamaya Om shanti shanti shanti. Om, lead us from the unreal to the real. Om, führe uns vom Unwirklichen zu dem Wirklichen. Lead us from darkness to light. Führe uns von der Dunkelheit ans Licht. Lead us from death to immortality. Führe uns vom Tod zur Unsterblichkeit. Om, peace, peace, peace. Om, Frieden, Frieden, Frieden. We are acquainted with different paths of spiritual practice. Wir sind mit verschiedenen Wegen der spirituellen Praxis vertraut. For example, the way of devotion. Zum Beispiel der Weg der Hingabe, This is called Bhakti Yoga. der auch Bhakti Yoga genannt wird. Here, the paradigm is that God exists and our devotion to God will free us. Und hier ist das Paradigma, dass Gott existiert und unsere Hingabe zu ihm uns befreien wird. The problem is said to be a lack of faith in God, and the solution is faith in God. Und das Problem ist mangelnder Glaube an Gott und die Lösung ist der Glaube an Gott. By faith in God, love and surrender to God, God will free us from samsara. Durch unseren Glauben, durch unsere Liebe und Hingabe zu ihm, wird Gott uns von Samsara befreien. This is well known to us. It is the main practice in all the theistic religions of the world. Uns ist diese Praxis sehr bekannt, denn sie ist die Methode, die in allen theistischen Religionen weltweit angewandt wird. We find this paradigm in Christianity, Islam, Judaism, and the many theistic traditions of Hinduism. Wir finden diese Praxis im Christentum, im Islam, im Judaismus und auch in einigen Richtungen des Hinduismus. There is another path. Es gibt noch einen anderen Weg. This is the path of meditation. Das ist der Weg der Meditation. Here, the paradigm is that the restlessness of mind is the problem and the concentration or focus of mind is the solution. Und hier ist das Problem die Unruhe des Geistes und die Lösung besteht darin in der Konzentration und in der Fokussierung unserer Gedanken. In deep meditation, reality is revealed to us, and this experience takes us beyond samsara. In tiefer Meditation wird uns die Wirklichkeit enthüllt und das führt uns aus dem Samsara. Thus, we find in Patanjali Yoga the practice of meditation and samadhi. Und so finden wir im Yoga des Patanjali die Praxis der Meditation und des Samadhi. Swami Vivekananda called this Raja Yoga. Und Swami Vivekananda nannte dies Raja Yoga. So here the problem is restlessness of mind and the solution is the focus of mind. Also das Problem war die Unruhe des Geistes und die Lösung liegt in der Fokussierung des Geistes. There is another path, the way of Karma Yoga. Es gibt noch einen weiteren Weg, den Weg. In Karma Yoga, the problem is selfishness and the solution is selflessness. Im Karma Yoga ist das Problem die Selbstsüchtigkeit und die Lösung ist die Selbstlosigkeit. Today, I want to speak to you about yet another path, the way of self-inquiry.
Aber heute möchte ich über einen anderen Weg sprechen, den Weg der Selbstbefragung. This is called Jnana Yoga, the way of knowledge. Und dieser Weg wird Jnana Yoga, der Weg der Erkenntnis genannt. Here the paradigm is that ignorance is the problem and knowledge is the solution. Und hier ist das Paradigma, dass Unwissenheit das Problem ist und Erkenntnis die Lösung. Ignorance of what and knowledge of what? Ignoranz, also Unwissenheit von was und Erkenntnis von was. This is ignorance of the true nature of the self and knowledge of the true nature of ourself. Und das ist die Unwissenheit über die wahre Natur unseres Selbst und die Erkenntnis der wahren Natur unseres Selbst. The claim is that we really do not know who or what we are. And if we did come to know our true nature, we would be freed of samsara, we would be freed of suffering. Und die Behauptung, die dahinter steht, ist, dass wir im Grunde genommen nicht wissen, wer wir wirklich sind. Und wenn wir das einmal erkannt haben, wir dann das Samsara überwunden haben. Immediately two objections can arise. Und da kann man gleich zwei Einwände vorbringen. First, we may say, but I know myself, I know who I am. Man kann zum einen sagen, aber ich weiß doch, wer ich bin, ich kenne mich. And the second objection would be that even by knowing myself, nothing much is gained. I am still the same person with same problems. Und der zweite Einwand könnte lauten, aber selbst wenn ich doch weiß, wer ich bin, das ändert gar nichts. Ich bin immer noch dieselbe Person mit denselben Problemen. The answer is that what we know about ourselves is not the truth, is not the reality. Die Antwort darauf ist das, was wir über uns zu wissen glauben, nicht der Wirklichkeit entspricht, nicht die Wahrheit ist. By self-inquiry, we will find out the reality about ourselves. Und durch Selbstbefragung werden wir die Wirklichkeit über uns herausfinden. As for the question of the benefit of self-inquiry, when we find out the reality about ourselves, we will see that it takes us beyond suffering and gives us lasting fulfillment. Und was den Nutzen dieser Selbstbefragung angeht, so wird gesagt, dass es uns zur Überwindung, zur Erkenntnis führt und die Lösung unserer Probleme darstellt. Without further delay, let us go into the actual practice of self-inquiry. Und jetzt möchte ich ohne weiteres Zögern direkt zur Praxis der Selbstbefragung übergehen. In this path, the path of Jnana Yoga, the method is said to be threefold. Und auf dem Weg des Jnana Yoga besteht die Methode aus 3 Aspekten. First, Shravana, which literally means listening to the teachings. Der erste Aspekt ist Shravana, das bedeutet, dass man die Lehre hören soll. Second, Manana, which means reflection or reasoning. Und der zweite Aspekt ist Manana, das bedeutet, über das zu reflektieren, nachzudenken, was wir gehört haben. Third is Nididhyasana, which means meditation. Und drittens ist Nividhyasana, das bedeutet Meditation. In the first stage, we are given the teachings, and we know what the way of self-inquiry tells us. Und im ersten Schritt hören wir also die Lehre der Selbstbefragung und wir wissen, was sie uns bringt. But even with all this information, we may have doubts. Aber selbst mit all diesen Informationen mögen wir immer noch Zweifel haben. Our questions are answered in the second stage, reasoning. Und unsere Fragen werden eigentlich im zweiten Schritt, beim Überlegen gelöst. So first stage gives us the information, the teaching. The second stage
gives us the answers to our questions. Der erste Schritt gibt uns praktisch die Informationen und der zweite Schritt die Antworten auf unsere Fragen. The second stage gives us clarity and conviction. Und der zweite Schritt gibt uns Klarheit und Überzeugung. But after this also, we may feel that it is still not a living truth for us. Aber selbst danach haben wir vielleicht immer noch den Eindruck, dass es keine lebendige Wahrheit für uns ist. Then in the third stage, we meditate on this clarity, this conviction, until it becomes a living truth for us. Und in einem dritten Schritt meditieren wir dann über diese Klarheit, über diese Überzeugung, solange bis sie zu einer lebendigen Wahrheit für uns wird. This is called self-realization, Atma Jnana. Und das bedeutet dann die Selbstverwirklichung, Atmanjnana. I can put it in 3 simple questions. Ich kann das Ganze in 3 Fragen zusammenfassen. In the first stage, we should ask ourselves, what did the teacher say? Im ersten Schritt sollten wir uns die Frage stellen, was hat uns der Lehrer gesagt? In the second stage, we should ask ourselves, do I understand it? Am I beyond confusion? Und im zweiten Schritt sollten wir uns fragen, verstehe ich das? Oder bin ich nicht verwirrt darüber? And in the final third stage, we should ask ourselves, is it real? Und im dritten Schritt sollten wir uns die Frage stellen, ist das echt, ist das real, wirklich? Not abstract, not theory. Nicht entgegengesetzt zu einem etwas Abstrakten, einer Theorie. Okay, keep these 3 in mind. Und jetzt behaltet bitte diese 3 Sachen im Gedanken, im Gedächtnis. What did he say? Was hat er gesagt? Do I understand it? Verstehe ich das? Is it real? Ist es wirklich? Good. Now we shall enter into self-inquiry. Und jetzt beginnen wir mit der Selbstbefragung. Vedanta gives us multiple ways of self-inquiry. Vedanta gibt uns verschiedene Arten der Selbstbefragung. In Sanskrit, this is known as vichara. In Sanskrit heißt das Vichara. I shall use one of these methods. Und ich werde eine von diesen Methoden anwenden. This is the method of Drig Drishya Viveka. Das ist die Methode von Drisha Viveka. Translated, it means, Drig means the seer, Drishya means the seen, and Viveka means to differentiate, to discern the two. Und diese 3 Worte stehen für den Seher, für das Gesehene und für die Unterscheidung zwischen den beiden. Remember, this is self-inquiry. We are trying to find the real self. Erinnert euch daran, dass es geht um Selbstbefragung. Wir versuchen, das wahre Selbst zu sehen. How does it work? We always have experience as I am the experiencer and this is experienced. Wie funktioniert das? Wir haben immer die Erfahrung, ich bin der Erfahrende und das ist das, was ich erfahren habe. Whatever I experience is object and I am the subject. Was immer ich erfahre, ist das Objekt und ich als Erfahrender bin das Subjekt. The object is the experienced, it is the seen. Das Objekt ist das Erfahrene, das Gesehene. And the subject is the experiencer, it is the seer. Und der Erfahrende ist derjenige, der erfährt, der es sieht. So by a search for the real seer, we will be conducting self-inquiry, seer and seen. So by search for the real seer, we'll be conducting self-inquiry. Und auf der Suche nach auf dem wahren Sehenden, diesen Weg gehen wir durch die Selbstbefragung.
I'm using a text written about 600 years ago in the south of India. Und ich beziehe mich auf einen Text, der vor 600 Jahren in Südindien geschrieben wurde. It is called Drigdrishya Viveka. Und dieser Text heißt eben auch Drigdrishya Viveka. I'm going to chant the first verse, which is in Sanskrit, then I will give you the translation. Und ich singe wieder den ersten Vers auf Sanskrit und dann folgt die Übersetzung. Rupam drishyam lochanam drik tadrishyam driktu manasam drishyadhivrittaya sakshi drigeva natu drishyate. The form is seen, eyes are the seer. Die Form wird gesehen, die Augen sind der Seher. The eyes are seen, the mind is the seer. Die Augen werden gesehen, der Geist ist der Seher. The mind is seen, the witness consciousness is the seer. Der Geist wird gesehen, der Zeuge ist der Seher. The witness consciousness never becomes an object, never becomes the seen. Das Bewusstsein des Zeugen wird nie zum Objekt, wird nie zum Gesehenen. In 4 stages, we will conduct the inquiry. Wir führen die Selbstbefragung in 4 Schritten durch. In each stage, remember the 3 steps. Und in jeder dieser 4 Ebenen erinnert euch bitte an diese 3 Schritte, The 3 questions. an die 3 Fragen. What did he say? Was hat er gesagt? Do I understand it? Habe ich das begriffen? Is it real? Ist es wirklich? Good. Now we shall begin. Jetzt beginnen wir. So the seer and the seen in the first stage, Und der Seher und das Gesehene ist auf der ersten Stufe. everything that I see are forms. All that we see with our eyes are forms. Alles, das, was wir mit unseren Augen sehen, besteht aus Formen. The table, the computer, the room, Der Tisch, der Computer, der Raum. and if you look out of the window, you can see the sky and the trees and the people. Und wenn wir aus dem Fenster blicken, dann sehen wir den Himmel und die Bäume und die Menschen And the buildings and the cars and the streets. und die Gebäude und die Autos und die Straßen. All of them are seen by the same pair of eyes. All das wird durch dasselbe Augenpaar wahrgenommen. So eyes are the seer and everything is seen. All forms are seen. Und also die Augen sind der Seher und alles andere ist das Gesehene. So what, you may ask? Und na und, fragt ihr vielleicht? Well, notice 3 characteristics here. Und jetzt beachtet bitte 3 Eigenschaften. First, the seer and the seen are different. Zunächst das Merkmal, dass der Seher und das Gesehene unterschiedlich sind. The eyes are different from all the seen. Die Augen sind verschieden von all dem, was gesehen wird. The people and the sky and the buildings and cars are all different from the eyes. Die Menschen und die Autos und die Gebäude sind alle von den Augen verschieden. In fact, the only thing that the eyes cannot see are the eyes themselves. Und das Einzige, was die Augen nicht sehen können, sind sie selbst, die Augen. You can see a picture of your eyes. You can see a reflection of your eyes. Ihr könnt vielleicht ein Bild von euren Augen sehen oder eine Reflexion. But the eyes cannot see themselves directly like they see other things. Aber die Augen können sich selbst nicht so sehen, wie sie andere Dinge sehen. So the eyes can see only things which are different from it, separate from it. Und die Augen können also nur Dinge wahrnehmen, die von ihnen verschieden sind. The conclusion is seer and seen are different. Und die Schlussfolgerung ist, dass der Sehende und das Gesehene unterschiedlich sind.
Second conclusion is the seen are many, the seer is the one. Und die zweite Schlussfolgerung ist, dass das Gesehene vielfältig ist und der I do not mean that we are one-eyed, but we have one organ of vision. Damit meine ich jetzt nicht nur ein Auge, sondern ein Sehorgan. So the seer is one, the seen are many. So, das Sehorgan ist eines und das Gesehene ist vieles. The seen are always changing. Und dieses Gesehene verändert sich ständig. The seer is not changing, Und der Sehende verändert sich nicht, relatively speaking. relativ gesprochen. So we have three conclusions here. Also haben wir hier drei Schlüsse. Seer and seen are different. Seher und Gesehener sind unterschiedlich. Seer is one, seen are many. Der Seher ist einer und das Gesehene ist vieles. Seer is unchanging, seen are changing. Der Seher ist unveränderlich und das Gesehene ist veränderlich. And why only the eyes and the forms? It is the same for all sense organs. Und warum jetzt nur die Augen, das Sehorgan und die Formen? Dasselbe gilt für alles andere Sinnesorgane. Ears and sound, Für die Ohren und das Gehörte. skin and touch, Für die Haut und das Gefühlte. Die Berührung. tongue and taste, Die Zunge und der Geschmack. nose and smell. Die Nase und der Geruch. Now we go a little deeper. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. At this stage, at every stage, you must ask yourself three questions. Und auf jeder Stufe müsst ihr euch drei Fragen stellen. What did he say? Was hat er gesagt? Do I understand it? Habe ich das begriffen? Is it real? Ist es wirklich? So far, it is very simple. Bis jetzt ist alles ganz einfach. Now let's go a little deeper. Jetzt Second stage okay, let us go a little deeper. Second stage. gehen wir zur zweiten Stufe über. Eyes themselves become the seen. Die Augen, das Selbst werden zum Gesehenen. Mind is the seer. Und der Geist ist der Sehende. Of course, by seeing here, I mean knowing. Und mit Sehen meine ich hier erfahren, erkennen. The mind is aware of the state of the eyes. Der Geist ist sich über den Zustand der Augen bewusst. My eyes are open, eyes are closed. Meine Augen sind geöffnet oder geschlossen. Mind knows. Das weiß der Geist. I can see very well, I cannot see well, I need glasses. Ich kann gut sehen oder ich kann schlecht sehen. Ich brauche eine Brille. Mind knows. Das Denkorgan weiß das. So mind is the seer, eyes are the seen. Das Denkorgan ist der Seher und die Augen sind das Gesehene. That which was the seer earlier, the eyes, have now become the seen. Und das, was zuvor der Seher war, die Augen, wird nun zum Gesehenen. Same three characteristics are there. Und wieder die gleichen drei Merkmale gelten. Seer and seen are different. Mind is different from the eyes. Der Seher und das Gesehene unterscheiden sich. Das Denkorgan ist von dem Sehorgan verschieden. The seer is one, the seen are many. Mind is the same, whereas the seen are many sense organs. Und das Denkorgan ist eines, während das Gesehene, die Sinnesorgane, viele sind. Same mind gets inputs from so many sense organs. Dasselbe Denkorgan bekommt Input von so vielen verschiedenen Sinnesorganen. Third, the seen is the same and the seer is the same, the seen keep changing.
Drittens, der Seher bleibt derselbe, während sich das Gesehene, das Erfahrene verändert. You may ask, the mind also changes. Jetzt könnt ihr fragen, aber auch das Denken ändert sich. True. True, but the mind changes into mind, thoughts into thoughts. Das stimmt, aber das Denken verändert sich nur im Denken. Gedanke verändert sich im Gedanken. But the changes in the sense organs are of various kinds. Aber die Veränderungen in den Sinnesorganen sind verschiedener Art. So now we have the seer is the mind and the seen are the sense organs. Und jetzt haben wir also, der Seher ist das Denkorgan und das Gesehene sind die verschiedenen Sinnesorgane. And what about the external world? Und was ist jetzt mit der Außenwelt? That is always the seen, the object of experience. Das ist immer das Gesehene, das Objekt, das, was von den Sinnesorganen erfahren wird, das Objekt. Let us go deeper. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Consider the mind itself. Betrachten wir das Denkorgan selbst. Are we not aware of our own minds? Sind wir uns unseres Denkens nicht bewusst? Of course we are. This is called introspection. Natürlich sind wir das. Das nennt man Introspektion. When I am unhappy, I know I am unhappy. Wenn ich unglücklich bin, dann weiß ich, dass ich unglücklich bin. When there is joy, I know I am happy. Und wenn Freude da ist, dann weiß ich, dass ich glücklich bin. Memory, understanding, desire, all are experienced by me. Das Gedächtnis, die Wünsche, all das sind Dinge, die von mir erfahren werden. All the contents of the mind are experienced by me. All die Inhalte des Denkorgans werden von mir erfahren. Now follow this carefully. Jetzt schauen wir uns das genauer an. If the contents of the mind are experienced by me, then the mind becomes the seen. Wenn nun die verschiedenen Inhalte des Denkorgans von mir erfahren werden, dann wird doch dieses Denkorgan zum Gesehenen. Then I, the seer of the mind, must be different from the mind. Und das bedeutet ja, dass ich, der Seher, vom Denken, vom Denkorgan verschieden bin. Then let us call this knower of the mind, the seer of the mind, let us call it the witness consciousness. Und lasst uns jetzt diesen Seher des Denkorgans das Bewusstsein des Zeugen nennen, das Zeugenbewusstsein. The Sanskrit word is Sakshi. Es gibt da auch einen Sanskrit-Namen für, Sakshi. Why call it consciousness? Warum nennen wir das jetzt Bewusstsein? Because clearly, whatever I am, I'm certainly aware. Weil was ich auch immer bin, ich bin mir dessen bewusst. Certainly conscious. Einem sicherlich bewusst. So the witness consciousness is the seer and the mind is the seen. Also das Bewusstsein des Zeugen ist der Seher und das Denkorgan das Gesehene. Same three characteristics. Wieder dieselben drei Merkmale. First, seer and seen are different. Erstens, der Seher und das Gesehene sind verschieden voneinander. Witness consciousness is different from the mind. Das Bewusstsein des Zeugen ist von dem Denkorgan verschieden. Very important conclusion. I am not my mind. Das ist eine sehr wichtige Feststellung. Ich bin nicht mein Denken. Second, the mind is one, the witness is one, and the contents of the mind are many. The witness is one, the contents of the mind are many. Zweitens, der Zeuge ist einer, aber die Denkinhalte sind viele. The witness is unchanging. The mind is ever changing. Der Zeuge ist unveränderlich, während sich das Denkorgan ständig verändert. And remember, ask the same three questions.
What did he say? Do I get what he says? And is it true? Und erinnert euch, wieder die 3 Fragen zu stellen. Was hat er gesagt? Habe ich das begriffen? Und stimmt es? Stimmt das? You will see in the 3 stages how you apply these. You will see how you apply in the 3 stages. Und ihr werdet sehen, wie man das in diesen 3 Stufen anwendet. In the first stage, eyes are the seer and objects are seen. Auf der ersten Stufe sind die Augen der Seher und die Objekte das Gesehene. It's easy to see that it is true. Und das ist einfach zu sagen, dass das stimmt. In the second stage, when the eyes themselves are seen and the mind is the seer, it is still simple to see that it is a fact. Und auch auf der zweiten Stufe, wenn die Augen zum Gesehenen werden und das Denken zum Seher, kann man das auch erkennen, dass das stimmt. In the third stage, things become delicate. Aber auf der dritten Stufe wird es etwas schwieriger. Am I really separate from my mind? Bin ich wirklich von meinem Denkorgan, von meinem Denken verschieden? Is there a seer of the mind separate from the mind? Gibt es so etwas wie einen Seher des Denkens, der vom Denken verschieden ist? Is there really such a witness consciousness? Gibt es so etwas wie Zeugenbewusstsein überhaupt? This requires careful thought. Und darüber muss man gründlich nachdenken. Vedanta claims that such a witness exists. Und Vedanta behauptet, dass es so einen Zeugen gibt. And if we carefully track our experience, we will see it as a simple fact. Und wenn wir sorgsam unsere Erfahrungen zurückverfolgen, dann sehen wir, dass das eine Tatsache ist. This witness consciousness is separate from the mind. Das Zeugenbewusstsein ist vom Denken verschieden. The witness consciousness is one and the contents of the mind are many. Das Zeugenbewusstsein ist eines, während die Inhalte des Denkens unterschiedlich, verschieden sind, viele sind. And third, the witness consciousness is unchanging and the contents of the mind are ever changing. Und drittens, das Zeugenbewusstsein ist unveränderlich, während sich die Inhalte unseres Denkens ständig verändern. My real nature is that witness consciousness. Und meine wahre Natur ist dieses Zeugenbewusstsein. At this point, we feel interesting. Can I experience this witness consciousness? Und an diesem Punkt wird es jetzt interessant. Können wir dieses Zeugenbewusstsein erfahren? And the verse tells us the witness consciousness never becomes an object, never becomes the seen. Und das heißt, dass dieses Zeugenbewusstsein niemals zu einem Objekt wird, niemals zu etwas Gesehenem. We need not be disappointed. Und das muss uns jetzt nicht enttäuschen. Remember, anything that is seen is different from us. Denn erinnert euch, all das wir sehen, ist von uns verschieden. If the witness consciousness became the seen, then who would be the seer? Wenn das Zeugenbewusstsein zum Gesehenen werden würde, wer wäre dann der Seher? The witness consciousness is not different from me. It is the real I. Das Zeugenbewusstsein ist nicht von mir verschieden. Es ist das wahre Selbst, das wahre Ich. What is the use of all this? Und wozu ist das jetzt nützlich? Notice, first of all problems are in the world, body, mind. Zunächst halten wir fest, dass all die Probleme entweder in der Welt sind, entweder im Körper sind oder im Gedanken, im Denken. All suffering is ultimately in the mind. Letztendlich liegt das Leid in unserem Denken, im Denkorgan. The clarity that I am the witness, different from the mind, Die Klarheit, dass ich der Zeuge bin, von meinem Denkorgan verschieden, makes the suffering in the mind an object. bewirkt, dass das Leid im Denken zu einem Objekt wird. The suffering is different from me. Das Leid ist von mir verschieden.
Just like this book is an object Genauso wie dieses Buch ein Objekt ist, different from me, von mir verschieden, the body is also an object genauso different from me. ist mein Körper verschieden, von mir verschieden. The thoughts in the mind are also objects different from me. Und auch die Gedanken in meinem Geist sind von mir verschieden. The suffering, the pain in the mind is also an object different from me. Und das Leid, der Schmerz im Denken ist auch von mir verschieden. It is like the light in this room. Es ist so wie das Licht in diesem Raum. It will reveal all the contents in this room. Dieses Licht enthüllt all den Inhalt dieses Raumes. The furniture, the carpet, the gadgets, Die Möbel, den Teppich, die Gadgets and the people. und die Menschen darin. The light reveals all but is not affected by any of these. Das Licht offenbart all dies, aber es wird durch sie nicht beeinflusst. Similarly, consciousness reveals all objects. Und auf dieselbe Art offenbart das Bewusstsein alle Objekte, But is not affected by them. aber wird durch sie nicht beeinflusst. We are that witness consciousness. Und genau dieses Zeugenbewusstsein sind wir. Now, you will have many questions. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich viele Fragen. Please keep them ready. We will discuss them. Und haltet sie bereit, wir werden darüber sprechen. But before that, there is one more big step to take. Aber zuvor müssen wir noch einen weiteren großen Schritt machen. Notice where we have reached is a dualism. Bemerkt, dass wir diesen Dualismus erreicht haben. What is this dualism? Was ist dieser Dualismus? It is consciousness-object dualism. Es ist der Dualismus zwischen Bewusstsein und Objekt. I am consciousness, Ich bin das Bewusstsein and everything that I experience is object different from me. und all das, was ich erfahre, ist ein Objekt, von mir verschieden. I am different from the world, Ich bin von der Welt verschieden, different from the body, von dem Körper verschieden and I'm different from the mind. und auch von meinem Denken, vom Denkorgan verschieden. This is a very dualistic state. Das ist ein sehr dualistischer Zustand. This is the Sankhya philosophy, Und das ist die Sankhya-Philosophie, not Advaita, not non-dualism. nicht die Advaita-Philosophie. We have to go one step further. Wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. We have to ask the question, all this universe which we separated from consciousness, how is it related to consciousness? Wir müssen uns die Frage stellen, wie dieses Universum, das verschieden ist vom Bewusstsein, mit dem Bewusstsein verbunden ist. Our intuitive feeling is that this vast universe which we experience is outside, separate from me. Unsere Erfahrung sagt uns, dass dieses große Universum von uns verschieden ist, außerhalb von uns ist. But Advaita asks the question, is this true? Aber Advaita stellt nun die Frage, stimmt das auch? It's a subtle point, follow carefully. Und das ist jetzt ein sehr subtiler Punkt, hier müsst ihr aufpassen. The difference between consciousness and object, Der Unterschied zwischen Bewusstsein und Objekt, is it like two separable things like pen and cap? ist das so etwas wie zwei unterschiedliche Dinge, wie ein Stift und seine Kappe? This is different and this is different. Die eine Seite ist der Stift und das andere ist die Kappe. Is consciousness an object like this? Und verhält sich Bewusstsein und Objekt so zueinander? Or is it like wave and water, clay and pot, gold and ornament? Oder verhält es sich so wie
wie Ton und das Gefäß, wie die Welle und das Meer. Notice, water is different from the waves. Nun, Wasser ist von der Welle, von den Wellen verschieden. But waves are not different from the water. Aber die Wellen sind nicht vom Wasser verschieden. What do I mean by that? Was meine ich damit? Water can exist as a wave, but it need not be a wave. Wasser kann von existieren ohne Wellen, aber die Wellen können nicht ohne Wasser existieren. It can be a bubble, it can be water vapor, it can be water in my glass. Es kann eine Blase sein, es kann Wasser in meinem Glas sein. But the wave cannot exist apart from the water. Aber eine Welle kann nicht ohne Wasser existieren. Whenever the wave is there, it must be water. Immer wenn es eine Welle gibt, muss auch Wasser vorhanden sein. Gold can exist apart from a necklace, but the golden necklace cannot exist apart from the gold. Und Gold kann auch ohne die goldene Halskette existieren, aber eine goldene Halskette kann nicht ohne Gold existieren. Similarly, Advaita claims all objects are not apart from consciousness. Und auf dieselbe Weise sagt Advaita, dass alle Objekte nicht von Bewusstsein verschieden sind. If you are listening carefully, you will raise an objection. Und wenn ihr jetzt aufmerksam zugehört habt, habt ihr sicher einen Einwand. You will say, did you not just say seer and seen are different, consciousness and the object are different? Haben Sie nicht gerade gesagt, dass der Seher und das Gesehene, das Objekt und das Bewusstsein verschieden sind? Correct. It is true that consciousness is different from the object. Seer is different from the seen. But Es stimmt, dass der Seher unterschiedlich ist von dem Gesehenen und das Objekt unterschiedlich vom Bewusstsein. But is the object different from consciousness? Aber ist das Objekt vom Bewusstsein verschieden? Consider our dreams. Betrachten wir unsere Träume einmal. All the people we see in the dreams, all the events which happen in the dreams, we, the dreamer, I, the dreamer, am different from them. All das, was wir in unseren Träumen erfahren, die Menschen, die Objekte, ich der Träumende, bin von diesen verschieden. I existed before the dream, during the dream, and after the dream. Ich existierte vor dem Traum, während des Traumes und nach dem Traum. But the contents of the dream cannot exist even for a moment without me, the dreamer. Aber der Inhalt meines Traums kann nicht einen Moment lang ohne mich, ohne den Träumenden existieren. Similarly, whatever appears in consciousness does not exist apart from consciousness. Und auf dieselbe Art und Weise, was immer auch im Bewusstsein auftaucht, kann nicht ohne dieses Bewusstsein sein. The object of consciousness is not a second reality apart from consciousness. Das Objekt des Bewusstseins ist keine zweite Wirklichkeit, getrennt vom Bewusstsein. No second, non-dual. Keine zweite, es ist nicht dual. This is Advaita. Und das ist Advaita. You are that non-dual consciousness. Du bist dieses nicht-duale Bewusstsein. The entire universe appears to you, the consciousness. Das gesamte Universum offenbart sich dir, dem Bewusstsein. In you, the consciousness. Das Bewusstsein ist in dir. Not different from you, the consciousness. Und das Bewusstsein ist nicht von dir verschieden. So the universe appears to consciousness, in consciousness, not different from consciousness. Und das Universum erscheint dem Bewusstsein, im Bewusstsein und nicht getrennt vom Bewusstsein. So in the beginning of self-inquiry, we set out to differentiate the witness consciousness from everything.
Und zu Beginn unserer Befragung haben wir uns auf den Weg gemacht, das Zeugenbewusstsein vom Rest zu trennen. Now we see everything is not different from the witness consciousness. Und jetzt erkennen wir, dass das alles nicht vom Zeugenbewusstsein getrennt ist, nicht verschieden von ihm ist. The universe is not different from you. Das Universum ist nicht von dir verschieden. Though you transcend the universe, to use a philosophical term. Auch obwohl du das Universum transzendierst, um einen philosophischen Begriff zu verwenden. So oneness is established, non-duality is established. Und so ist die Einheit praktisch etabliert, gegründet. Die Nichtdualität ist gegründet. It is one infinite consciousness. Es ist ein unendliches Bewusstsein. In it appears different minds, bodies, objects. Und in diesem Bewusstsein erscheinen vieles Denken, viele Objekte, Vielfalt. The same consciousness shining through different minds appears as different people. Und dasselbe Bewusstsein, das durch verschiedene Denkorgane hindurch scheint, erscheint als verschiedene Menschen. At the level of bodies, we are different. Auf der Ebene unseres Körpers sind wir verschieden. There are 7 billion human bodies on the planet today living. Es gibt heutzutage 7 Milliarden verschiedene Körper auf diesem Planeten. And many billions of other creatures. Und viele Milliarden andere Wesen. At the level of mind also we are different. Auch auf der Ebene unseres Denkorgans sind wir verschieden. In each body there's a separate mind. In jedem Körper wohnt ein anderes Denkorgan. So these are billions of sentient beings. Und das sind Abermilliarden von verschiedenen Wesen. But underlying all these billions is one consciousness. Aber im Hintergrund all dieser Milliarden Wesen gibt es das eine Bewusstsein. And this one consciousness is our reality. Und dieses eine Bewusstsein ist unsere Wirklichkeit. This is the meaning of the great Vedantic teaching, that thou art. You are that. Und das ist die Bedeutung der großen vedantischen Lehre, du bist das. Or Aham Brahmasmi, I am that. I am Brahman. Oder ich bin Brahman, ich bin das. In the words of the great German mystic Meister Eckhart, und in den Worten des großen Mystikers, deutschen Mystikers Meister Eckhart, the ground of God, der Grund Gottes, the ground of my soul are one and the same. Der Grund und der Grund meiner Seele sind ein und dasselbe. So the ground of God and the ground of my soul are one and the same ground. This is what we have reached. Und der Grund Gottes und der Grund meiner Seele ist ein und derselbe Grund, und das ist das, was wir erreicht haben. Thank you so much for this patient hearing. Vielen Dank, dass ihr so geduldig zugehört habt.